Hi, wir sind Jessie und Roberto. Seit 4,5 Jahren leben wir Vollzeit in unserem selbst ausgebauten Van. Erst ein Jahr in Europa, dann starten wir in die Panamericana. Der Plan, quer durch die Amerikas von Alaska bis Feuerland, stets in Richtung Süden. Zwischen dem hohen Norden Kanadas und Alaskas, den Felsen der USA und den Kakteen Mexikos werfen wir unseren Plan mehrmals um. Doch jeder zusätzliche Kilometer schenkt uns noch mehr Abenteuer. Auch als wir durch Zentralamerika reisen und schließlich Panama erreichen, ändern wir unsere Route erneut. Wir verschiffen spontan nach Uruguay und drehen den Spieß um. Es folgen Argentinien und Chile, aktuell sind wir nun in Bolivien und wir reisen immer weiter in Richtung Norden, bis wir eines Tages in Kolumbien unser Ziel erreichen. Guten Morgen, hola und schön euch in diesem Video dabei zu haben. Normalerweise nehmen wir euch ja immer mit auf unsere Reise, aber wir haben uns überlegt, nach 4,5 Jahren unterwegs in diesem kleinen Raum auf 6 Quadratmetern nehmen wir euch auch mal an einen Tag mit, wo eben wir normalerweise die Kamera nicht dabei haben, wo wir nicht unterwegs sind, sondern euch auch mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zeigen und was wir eben so in unserem Alltag auch so machen. Wir kriegen ja auch immer wieder Fragen dazu. Also wollen wir euch da heute mitnehmen. Wie ihr gesehen habt, startet unser Tag eigentlich immer mit Bettmachen. Das ist, weil wir so ein untypisches Layout haben. Dafür gibt es uns die Möglichkeit, am Tag den Raum besser zu nutzen. Ja, wir werden immer wieder gefragt, ob uns das stört, das Bett jeden Tag auf- und abzubauen. Aber mittlerweile haben wir uns einfach daran gewöhnt und innerhalb von 2 Minuten ist es erledigt. Für mich muss gleich als nächstes der Kaffee folgen. Ich weiß nicht, für mich ist das einfach so dieses Morgenritual. Und seit Roberto seine Lebensmittelvergiftung in Santiago hatte, gibt es für ihn Tee. Ich weiß nicht, das hat er irgendwie so beibehalten. Ich glaube, dein Magen ist ja mittlerweile okay, oder? Ja, das ist eigentlich schon okay, aber irgendwie habe ich mich daran gewöhnt. Und hier gibt es frische Pfefferminze. Also ist ja auch ein richtig guter Tee. Lecker. Mhm. Boah, das riecht gleich so stark nach Minze. Kaum, dass es mit dem Wasser in Berührung kommt. Das ist Wahnsinn. Ich muss eigentlich auch auf Minztee umsteigen. Das ist so intensiv. So ne. Wir stehen hier bei La Paz auf einem Campingplatz. Ich muss sagen, es ist schon gut, mal auch wieder so Infrastruktur zu haben und alles, obwohl wir bisher eigentlich auch immer, auch in Bolivien, immer frei standen und nie Probleme hatten. Aber die letzten Tage haben uns auch gezeigt, dass es vielleicht auch nicht so verkehrt ist, eine sichere Base zu haben für eine Weile. Vielleicht habt ihr im letzten Video schon gesehen, dass der Weg von Uyuni nach La Paz doch sehr erschwerlich war mit all den Straßenblockaden und halt auch das Problem mit dem Diesel zu bekommen. Also das war ja gefühlt auch so ein Spießrutenlauf, um da was zu bekommen. Wir haben auch für die Strecke von Uyuni nach La Paz anstatt einen Tag haben wir fast 4 Tage gebraucht. Und das sind 540 Kilometer. Ja. Also eigentlich wirklich nicht viel, aber man merkt einfach, ja, im August finden Wahlen statt und davor die Phase ist einfach sehr aufgeheizt. Und darum ist eben hier dieser Campingplatz wegen der Infrastruktur toll, aber eben auch als sichere Base. Auch weil ich für einige Tage weg sein werde und dann ist es hier sicher ein bisschen angenehmer für Roberto. Schon frisch.
Wir sind hier mit unserem Van im eher oberen Teil des Campingplatzes. Hier sieht man, es ist ein bisschen mehr Platz, recht viel Fläche. Aber alles andere vom Campingplatz passiert weiter unten. Da gehen wir jetzt hin. Und ich habe einen Sack Wäsche mit. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, dass wir hier mal wieder Wäsche waschen können. Ist, glaube ich, auch schon wieder fast einen Monat her. Ja, aber auch allgemein, wir merken schon, wie die Kleidung sehr beansprucht wird. Wir tragen sie ja viel häufiger und ja, da wird es wahrscheinlich bald mal nötig, was Neues zu besorgen. Und wir haben auch noch unser Geschirr mit, denn das waschen wir auch noch unten ab. Hola. Hola. ¿Puedo dejar ropa para lavar? Ja. Muy bien. Das Wäschewaschen ist hier verhältnismäßig echt günstig. Wir zahlen 55 Bolivianos für eine Maschine. Das sind etwa 3 Euro. Und in Argentinien haben wir ja teilweise das 3- oder 4-fache bezahlt. Also von dem her, das lohnt sich absolut. Ich bin sicher, es wird auch sehr sauber. Ja, und wenn wir schon da sind, ich gehe jetzt auch gleich mal duschen. Währenddessen nutze ich hier die Möglichkeit, um abzuwaschen. Muss natürlich auch gemacht werden. Was war das für eine Wohltat? Also gerade wenn die Vormittage auch noch so frisch sind, dann dieses warme Wasser und der frische Zitronensaft in der Nase. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Wir nutzen beim Duschen schon länger Duschbrocken und das nicht nur wegen des Dufts. Also auch wenn ich Tony Citroni unschlagbar finde und auch das Schäumen ist unglaublich. Also es macht richtig Spaß, aber vor allem ist es auch eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Flüssigshampoos. Und mit unserem Code MiniTravelers erhält ihr jetzt auch bei der Bestellung eines Schaumschlägersets gratis die Minis mit dazu. Gerade hier in Bolivien ist Umweltverschmutzung, wie zum Beispiel durch Plastikmüll, leider ein sehr großes Thema. Und da ist es uns umso wichtiger, dass die Duschbrocken mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen komplett plastikfrei, biologisch abbaubar und 100%ig vegan sind. Somit sind sie nicht nur praktisch und kompakt, sondern wir können auch ohne schlechtes Gefühl im Freien damit duschen. Also ideal für die Körperpflege zu Hause oder auch unterwegs. Die Köpfe dahinter sind Johannes und Christoph. Sie haben die Duschbrocken nach ihrer Weltreise entwickelt, nachdem sie da die Notwendigkeit von plastikfreien und praktischen Shampoos und Duschgels sahen. Und sie wissen, worauf es beim Reisen ankommt. Schaut also gerne im Online-Shop von Duschbrocken vorbei. Da findet ihr weitere nachhaltige Pflegeprodukte und auch praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und vergesst vor allem nicht, unseren Rabattcode zu nutzen. Mit MiniTravelers erhält ihr bei eurer Bestellung des Schaumschlägersets automatisch gratis die Minis mit dazu. Das ist ja gerade jetzt um die Sommerferien herum einfach perfekt. Alle weiteren Infos und den klickbaren Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Oder ihr scannt einfach unseren QR-Code ein. Damit landet ihr direkt im Shop. Na, fertig geworden? Ja, bin noch ins Quatschen mit den Leuten gekommen. Boah, hier hochzulaufen ist einfach jedes Mal so anstrengend. Aber ja, die Leute wieder mal sehr freundlich und wir haben ganz viele Tipps bekommen, was wir hier rund um La Paz machen können. Sehr gut. Also, ja, aber zuerst mal abtrocknen und dann können wir eigentlich mit dem Brot starten. Was meinst du? Ja, sollten wir. Okay, yes. Man lernt schon ein wenig die Annehmlichkeiten eines Campingplatzes zu schätzen. Ja. Vor allem, wenn wir jetzt die letzten Tage halt wirklich nur unterwegs waren. Vor allem beim Abwaschen. Also das ist ja schon so, ja, wir haben hier einen kleinen Wassertank. Also wir haben etwa 60 Liter bei uns mit dabei als Frischwasser. Und die sind meistens nach 4-5 Tagen durch. Und hier, Unlimited Wasser, ist halt schon geil, nicht? Das hat schon was für sich. Ja, aber ich habe gesehen, also ich denke mal, wir müssen eh noch Wasser füllen. Ja. Und das machen wir nachher gleich, oder? Ja, machen wir es dann nachher. Genau. Meistens macht es ja die Jessie. Aber sie macht es ja, also wir haben ja einen Sauerteig mit dabei. Das haben wir schon seit Kanada, oder? Da heißt auch Justin. Aber seit kurzem haben wir ein neues Rezept bekommen. Und das heißt eigentlich nicht Knetebrot, oder? Ja. Und weil es so einfach ist, kann ich es auch machen. Ja, weil es wenig Zeit und Aufwand benötigt und du faul bist. Ja, genau. Ich bin nicht faul, sondern ich bin halt einfach pragmatisch. Also ich habe keinen Bock, hier eine Stunde dann aufzuräumen und deshalb
machen wir hier das ganze Brot in der Schüssel und so einfach geht das. Für dieses Rezept braucht man eigentlich gar nicht viele Zutaten. Also man braucht Mehl, Wasser, Zucker, Salz, Joghurt, Hefe natürlich, ein bisschen Essig. Ich glaube, das sind alle Sachen, die jeder im Van mit dabei hat. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, was es braucht, ist ganz viel Liebe. Und die schenke ich jetzt im Brot. Es sieht mittlerweile richtig gut aus. Ich glaube, es ist die Zeit gekommen, uns in den Omnia reinzukippen. Das Ganze sieht ein bisschen flüssig aus, aber das soll auch so sein. Wir lassen jetzt den Teig hinter der Windschutzscheibe gehen. Da funktioniert es für uns einfach am besten mit der Hitze. Das dauert etwa eine Stunde, auf jeden Fall so lange, bis der Teig bis etwa unter 1 Zentimeter unterm Rand ist. Ja, und dann können wir endlich backen. Auf jeden Fall vielen Dank, Flavia, für das Rezept. Ich muss ehrlich sagen, ich war anfangs sehr skeptisch. Ich dachte so, man kann doch nicht einfach alles in eine Schüssel schmeißen und dann einmal rühren und gut ist. Weil es so einfach ist, oder? Ja, es ist wirklich verdächtig einfach, aber ich gebe zu, ich habe mich überzeugen lassen. Also ich finde das Brot echt gut. Das ist richtig gut, das Brot. Ja, von dem her, ja, man kann sich manchmal auch überraschen lassen. Jetzt holen wir aber die Laptops raus. Ja, ein bisschen arbeiten. Ja. Muss auch sein. Muss auch sein. Heute reisen wir nicht, wir sind nicht unterwegs und das heißt, wir haben einen Office Day, kann man sagen. Auch wenn wir unterwegs sind und filmen, arbeiten wir ja. Aber heute widmen wir uns den Laptops, das heißt für Roberto vor allem Videoschnitt. Und ich mache dann die Sachen, die rundherum so anfallen, die eben auch nicht ganz so sichtbar sind. Also zum Beispiel beantworte ich eure Kommentare, aber ich koordiniere auch unsere Kooperationen mit den Partnern. Dann kommt natürlich alles rund um Instagram, wo ich Reels und Posts plane und vorbereite. Ja, und eben all die Kleinigkeiten, die sonst so rundherum so mit einspielen und die insgesamt eben doch ganz gut Zeit kosten. Wir wollen uns ja auch die Zeit nehmen für euch, also eben wie Jessie gesagt hat, die Kommentare zu beantworten. Aber auf der anderen Seite ist uns auch die Qualität der Videos sehr wichtig. Ich glaube, das unterscheidet uns vielleicht von anderen. Aber auf der anderen Seite ist das auch der Grund, wieso wir schon seit 3,5 Jahren hier auf der Panamericana sind. Und erst quasi in Bolivien unterwegs sind. Aber uns macht es Spaß und wir schauen uns ja die Videos auch immer wieder an und von dem her passt es für uns. Für uns soll das auch eine schöne Erinnerung sein, die wir dann irgendwann mal auch wieder anschauen können. Immerhin gibt uns das auch die Gelegenheit, manchmal länger an einem Ort zu bleiben, manche Ecken einfach anders kennenzulernen, als wir es sonst tun würden, wenn wir schnell durchfahren. Und wir kommen auch viel mehr mit Locals ins Gespräch, was ja den Charakter einer Reise schon sehr ändern kann und was für uns auf jeden Fall sehr hohen Wert hat, denn ja, darum machen wir die Reise. Wir wollen ja Menschen und Orte auch kennenlernen, die wir besuchen. Ja, und ansonsten an diesen Office Days kommt natürlich auch noch die Routenplanung dazu. Meistens ein paar Tage im Voraus, weil wir sind ja nicht so gut im langfristig Planen, gerade was die Route angeht. Da gibt es ja auch viele Faktoren, die das immer wieder umschmeißen und Pläne sowieso ändern. Aber für die nächsten Tage ist auf jeden Fall klar, was bei uns so läuft. Ich fliege nämlich relativ kurzfristig, spontan nach Europa für ein paar Tage. Mein Opa wird operiert und ja, ich möchte einfach da sein. Es war mir irgendwie wichtig, dass ich wenigstens für eine Zeit lang da bin und dann auch gucken kann, wie es halt so dann mit der Familie läuft und beim Großvater und ja, einige von euch kennen es vielleicht. Auf jeden Fall ist es logistisch und auch finanziell sehr aufwendig und darum fliege eben nur ich und Roberto bleibt hier. Naja, einer muss ja auf Jimmy aufpassen, dass der nichts anstellt. Oder Jimmy auf mich. Ja, vielleicht ist es eher andersrum, das kann auch sein. Es wird mir auf jeden Fall nicht langweilig werden hier. Rund um La Paz gibt es ja so viel zu sehen. Und wir haben auch Freunde, die hierher kommen oder bereits schon hier sind. Und von dem her glaube ich, ich werde Jessie vermissen, aber die Zeit wird ziemlich schnell vorbei sein. Das musst du ja nicht sagen. Nee, aber ja. Also wir sind ja sonst 24 Stunden am Tag zusammen. Und wenn wir uns jetzt für ein paar Tage trennen, ich glaube, das werden wir auch schaffen, oder? Ich glaube, das wird uns vielleicht sogar gut tun.
Darf man das sagen? Ja, aber eigentlich, also das ist ja schon wirklich ein sehr spontaner Einschub. Eigentlich wollten wir ja erst im Herbst wieder zusammen nach Europa fahren. Wir haben letztes Jahr auch schon mal so einen Heimaturlaub gemacht und da einfach gemerkt, wie gut es uns getan hat, einfach mal wieder in der gewohnten Umgebung zu sein, mit Freunden und Familie Zeit zu verbringen. Ja, und auch einfach mal so all das Erlebte halt einfach mal auch zu verarbeiten. Also es sind ja wirklich praktisch jeden Tag an einem neuen Ort, neuen Sachen, die wir erleben, die wir sehen. Und wir haben wirklich letztes Mal gemerkt, dass es uns richtig gut getan hat, das einfach mal zu verarbeiten und mit neuer Energie weiter zu reisen. Ja. Und ja. Man braucht eben auch mal Urlaub vom Reisen. Was eben auch noch ein Gedanke ist bei dieser Reise nach Europa. Also wenn wir jetzt so ein bisschen doch längerfristig gucken, wir haben ja nur noch 3 Länder auf der Panamericana vor uns. Das sind Peru, Ecuador und Kolumbien. Genau, und ja, man könnte die Reise noch über Venezuela, Brasilien und weiß nicht wo überall in die Länge ziehen, aber wir spüren einfach, dass wir schon langsam auch so eine Base gerne hätten. Also auch einfach einen Ort, an dem wir uns zurückziehen können, der einfach unser Ort ist. Und wir überlegen halt einfach auch, was unsere Möglichkeiten sind für nach der Reise, nach der Panamericana. Und da macht es sicher auch Sinn, vielleicht sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Also nicht, dass wir nicht reisen wollen, auch danach. Also wir lieben das Reisen und wir lieben es, neue Länder und neue Kulturen entdecken zu können. Aber wir merken auch, dass man halt ab und zu wirklich so einen Rückzugsort braucht, wo man sich halt einfach wirklich niederlassen kann und neue Energie tanken kann. Ja. Ich brauche ein neues Intro für das Video. Ah, Mist. Das Brot ist leicht explodiert. Ah, shit. Okay, ja. Die Sonne ist eben doch ganz schön stark hinter der Windschutzscheibe. Aber wir backen es jetzt einfach trotzdem. Das wird schon okay sein. Ja. Also es ist nicht ideal, aber naja. Es ist jetzt mittlerweile schon ziemlich spät, fast Mittag, aber wir frühstücken eh immer spät. Also von dem her passt das für uns. Ich habe aber schon ganz schönes Magengrummeln. Also ich freue mich, wenn wir endlich frühstücken können. Auf jeden Fall, falls ihr noch das detaillierte Rezept wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Dann können wir mal ein Real Short irgendwas machen, wo wir das dann mit euch teilen. Ah ja. Sieht doch gut aus, oder? Ich glaube, das hätte definitiv schlimmer kommen können. Ja gut, holen wir es raus? Ja. Zeit für Frühstück. Das ist ja sogar knusprig. Ja, ich glaube, die Struktur sieht gut aus. Ist richtig lecker. Ich feiere das ja so total, dass wir endlich wieder diese tollen Früchte hier haben. Also wir bewegen uns in Bolivien vor allem in dieser hochgelegenen, trockenen Region. Aber der Großteil des Landes ist ja eigentlich Dschungel. Und da kommen auch diese ganzen tropischen Früchte her. Also wir haben eine riesige Papaya im Van zum Beispiel oder hier eben diese Physalis. Das ist auch so günstig. Also wir haben wirklich so eine Packung Physalis, haben wir was 30 Cent bezahlt. Und auch die Papaya, die ist etwa so groß, würde ich sagen, oder? Und da haben wir 10 Bolivianos bezahlt. Das sind für uns 50 Cent mit unserem Umwechslungskurs. Das ist unglaublich, was es hier wieder also für Früchte und auch Gemüse gibt. Also für Fruchtliebhaber ist das ein Traum. Allgemein würde ich sagen, dass Bolivien ein sehr günstiges Reiseland ist. Jetzt nicht nur die Früchte, sondern auch wenn man auswärts essen geht. Da bezahlt man keine 5, 6 Euro pro Person für ein richtig gutes Essen. Oder auch hier dieser Campingplatz, da bezahlen wir zwischen 4 und 5 Euro pro Person pro Tag, was ja eigentlich auch nicht viel ist, wenn man es mit Zentralamerika vergleicht, wo doch die Länder auch sehr
ärmlich sind, da haben wir locker das Doppelte bezahlt. Und auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Also es ist schon ein sehr angenehmes Land für Reisende, weil man halt nicht so viel Geld ausgibt. Man muss aber auch sagen, dass wir das Glück hatten, zu einem guten Wechselkurs Dollar zu wechseln. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht ganz so günstig gewesen, aber immerhin, also immer noch ein sehr günstiges Land. Wir wollen jetzt gleich noch die Infrastruktur hier nutzen, indem wir auch unser Wasser füllen. Die letzten Tage waren wir ja unterwegs, also ist unser Tank ziemlich leer. Und ja, dann leeren wir auch gleich das Abwasser und alles das, was rundherum anfällt. Bis ganz an unserem Platz reicht der Schlauch leider nicht, aber der Anschluss ist gleich hier vorne. Der Wasserdruck hier ist erstaunlich gut. Das hatten wir gar nicht erwartet. So in den Bergen auch noch. Dachte ich eigentlich, da kommt eher so ein bisschen so ein Rinnsal, aber es geht richtig schnell. Sehr gut. Oben im Van haben wir ja eigentlich schon das schnellste Internet, aber das WLAN hier reicht für die meisten Sachen und wir wollen ein bisschen Strom sparen, denn gerade wenn wir nicht viel fahren, dann ladet ja die Batterie nicht so und da müssen wir es uns ein bisschen einteilen. Starlink zieht ja doch ganz schön viel Strom, aber es ist auch kein wirklicher Nachteil, hier unten zu arbeiten, weil der Campingplatz einfach richtig schön angelegt ist. Also zum einen sind wir hier in einem Tal, wo auch diese Felsen rundherum richtig spannend sind. Die sind so von der Erosion zerfressen. Und man sieht hier hinter diesem Berg, da ist schon La Paz. Also so weit ist es gar nicht. Da wollen wir auf jeden Fall auch noch hinfahren. Das ist eine richtig coole Stadt, sehr dynamisch, riesengroß, aber einfach großartig, um sie zu entdecken. Ja, aber bis dahin erstmal hier die Ruhe auch genießen, denn man hört hier auch mal wieder Vögel zwitschern. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Und dafür, dass es hier rundherum so trocken ist, ist es hier richtig schön grün angelegt. Man sieht hier auch ein paar so kleine Hütten, wo man auch übernachten kann, wenn man jetzt nicht mit dem Camper hier ist. Hier hinten gibt es auch ein paar Plätze für Camper, aber wir stehen halt weiter oben, wo es richtig schön ruhig ist und wo auch ein bisschen mehr Platz ist. Aber ja, auch mit diesen verschiedenen Aufenthaltsbereichen hier und die Verzierungen und ja, ist einfach ein richtig gemütlicher Ort hier. Ich glaube, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, Roberto jetzt hier zu lassen. Wir sind ja nicht oft auf Campingplätzen, aber gerade hier, wo es wirklich richtig schön ist, kommen einem immer wieder so diese Ideen, die wir zusammen schon oft besprochen haben. Und wir dachten so, hey, wir teilen das jetzt einfach mit euch. Es ist zwar nichts Konkretes, aber es ist eine Idee, die wir ja schon seit längerem haben. Vor allem halt, wenn wir wieder zurück in Europa sind, oder? Genau, also es ist ja eben, wir überlegen ja, was wir danach, nach der Reise machen könnten. Und so ein Campingplatz, ich glaube, das könnte schon was sein. Das ist eine der Möglichkeiten, die uns durch den Kopf gehen.
Und da sammelt man natürlich an so einem Ort gerne ein bisschen Inspiration. Ja. Und allgemein auf der Reise sieht man dann, was so gut funktioniert, was Reisende zu schätzen wissen, was vielleicht nicht unbedingt nötig ist. Ja. Und ja, also... ja, wir dachten einfach, wir werfen das in den Raum und... Ja. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind, ob ihr euch uns in sowas vorstellen könnt, ob ihr uns vielleicht besuchen kommen würdet. Und ja, sind wir gespannt. Also es ist auch nichts fix, aber es ist halt so eine Idee. Genau, zuerst müssen wir noch arbeiten. Ja, genau, das machen wir jetzt auch. Ja. Und so schnell ist der Tag auch schon wieder um. Wir laufen jetzt wieder zurück zum Van, denn ja, kaum ist die Sonne wieder weg, ist es einfach richtig kalt. Man merkt halt, dass wir hier auf über 3.500 Meter hoch sind und wir Winter haben. Also zurück zum Van und das Essen, oder? Ja, ich krieg langsam schon wieder Hunger. So gerne wir unseren Lebensraum auch ein bisschen vergrößern mit draußen sitzen oder eben Campingplatz, Aufenthaltsräume nutzen, so gerne kommen wir auch wieder zum Kochen hierher in den Van. Es hat einen Grund, wieso wir den Van so konzipiert haben und diese Küche. Also es macht uns richtig Spaß, hier zu kochen und hier unsere Lieblingsgerichte zuzubereiten. Und seit Mexiko ist eines unserer Go-To-Gerichte Tacos. Die kann man ja auf so viele verschiedene Arten zubereiten. Also ja, gibt es immer für jeden was, wie man es gerne mag und ist auch flexibel, je nachdem, was man gerade in der Region, wo man ist, auch erhältlich, also in den Läden findet. Deshalb gibt es Tacos. Deshalb gibt es Tacos. Wir essen heute Abend aber nicht alleine. Tina und Flavia werden noch vorbeikommen. Was ja immer richtig schön ist, wenn Freunde ja, zum Abendessen vorbeikommen und man einen gemütlichen Abend zusammen verbringen kann, oder? Ja, absolut. Und es ist ja auch mein letzter Abend, bevor morgen mein Flieger geht. Also ja, freue ich mich besonders, dass wir nochmal gemütlich beisammen sitzen können, nochmal ein bisschen quatschen. Ja. Ja. Wir hoffen, wir konnten euch ja, diese Woche einen kleinen Einblick in unser Leben geben. Ist halt nicht immer Highlight über Highlight, was wir erleben, sondern solche Tage gehören leider halt auch sehr oft dazu. Ja. Ist halt eben Teil davon. Genau. Wir hoffen, ihr fandet es trotzdem oder eben genau deswegen auch spannend. Und vielleicht hinterlässt ihr uns ja auch ein Like oder einen Kommentar. Abonniert gerne den Kanal. Sehr gerne. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego.